Nein, andersrum. Die unsichtbare Neonreklame leuchtet schrill und bunt in der Dunkelheit. Ist das richtig, dieser Satz? Und der zweite Satz kommt jetzt sofort. Die auffällige Neonreklame leuchtet schrill und bunt in der Dunkelheit. Und was sagt ihr nun, meine lieben Freunde? Welches von beiden ist hier der richtige Satz? Hat sich hier ein Adjektiv eingeschlichen, welches hier überhaupt nicht reingehört? Dann schreibt mir das gerne in den Chat oder sagt es euch am besten laut vor. Und ich verlese noch einmal ganz kurz die beiden Sätze. Einer von beiden ist bitte nur richtig. Jetzt mitmachen hier und mir bitte sagen, welcher Satz ist richtig und welcher nicht. Welches Adjektiv ist richtig und welches nicht. Und ich sage es noch einmal, die unsichtbare Neonreklame leuchtet schrill und bunt in der Dunkelheit. Oder ist es der Satz, die auffällige Neonreklame leuchtet schrill und bunt in der Dunkelheit? Und für alle, die jetzt hier von draußen nur zuschauen und noch nicht richtig mitmachen, da sie den Kanal noch nicht abonniert haben, das müsste man nämlich, um hier unten in den Chat zu schreiben, 5 Sekunden sind bereits abgelaufen und ich sage euch, welches Adjektiv hier nicht richtig ist. Es gibt bitte keine unsichtbare Neonreklame. Natürlich ist es die auffällige Neonreklame. Ist natürlich richtig. Der zweite Satz ist hier bitte richtig. So sieht es aus. Die auffällige Neonreklame leuchtet schrill und bunt in der Dunkelheit. Sehr schön. Wenn ihr euch das schon laut vorgesagt habt, kommen wir zur nächsten Aussage. Und wieder fange ich an mit dem ersten Satz. Das wütende Kissen lag weich und einladend auf dem gemütlichen Sofa. Das gemütliche Kissen, gibt es das? Na? Oder der zweite Satz. Das samtweiche Kissen lag weich und einladend auf dem gemütlichen Sofa. Jawohl, das sind unsere beiden Sätze. Welches Adjektiv stimmt hier bitte nicht? Sagt's mir, schreibt's am besten in den Chat unten rein. Seid dabei, abonniert den Kanal und ihr könnt in kurzer Zeit hier mit in den Chat reinschreiben. Und sagt mir bitte, ob es ein wütendes Kissen gibt oder ein samtweiches Kissen. Und ich werde, das muss ich jetzt direkt auch zu Anfang gleich sagen, nicht immer in der gleichen Reihenfolge verlesen. Ein Satz der beiden ist immer falsch und er steht nicht immer an der gleichen Position. Sagt mir, ob es ein wütendes Kissen gibt oder ein samtweiches Kissen gibt. Sehr schön für euch, nochmal 5 Sekunden, damit ihr die Möglichkeit habt, hier mitzumachen, euch wenigstens das Ganze laut vorzusagen, auch wenn ihr nur von draußen zuschaut. Dann ist es dennoch für euch vielleicht eine kleine Lernhilfe. Und es gibt bitte kein wütendes Kissen, das gibt es nicht. Ja. Es gibt bitte nur ein samtweiches Kissen. Der zweite Satz ist richtig. Samtweiche Kissen gibt es, ja. Das andere ist ehrlich gesagt nicht, ist einfach Blödsinn, den ich mir ausgedacht habe. Weiter geht es zum nächsten Satz, ihr Lieben. Mitmachen jetzt hier. Und abonniert diesen Kanal, denn dann kann ich noch weitere lustige Spielchen mit euch hier für euch kreieren. Der nächste Satz. Die eiskalte Sonne wärmte die Badegäste am belebten Sandstrand. Ist das richtig? Eiskalte Sonne, ihr Lieben? Eiskalte Sonne. Adjektive sind die Eigenschaftswörter. Wie ist etwas beschaffen? Ist die Sonne denn eiskalt? Zweiter Satz. Die sommerwarme Sonne wärmte die Badegäste am belebten Sandstrand. Ist das wohl eher die Lösung oder ist es die eiskalte Sonne? Wie ist die Sonne? Ihr Lieben, schreibt's mir unten in den Chat rein, abonniert den Kanal, macht mit hier bei diesem wunderbaren Quiz und sagt mir bitte, welche Aussage ist richtig.
Die eiskalte Sonne wärmte die Badegäste am belebten Sandstrand, eiskalt, oder die sommerwarme Sonne wärmte die Badegäste am belebten Sandstrand. Na, da müsst ihr bitte mitmachen, unbedingt. Ihr könnt das ganz einfach lösen. Selbst wenn ihr Muttersprachler seid, ihr dürft gerne mitmachen. Es kommen noch viele lustige weitere Aussagen von mir. Und das steigert sich mehr und mehr, je weiter wir voranschreiten in diesem Livestream. Deswegen sage ich euch, mitmachen ist angesagt. Jetzt kommt die Lösung, ihr Lieben. Wenn ich euch 5 Sekunden noch gebe, bekommt ihr von mir die richtige Aussage. Die richtige Aussage ist hier bitte: Die sommerwarme Sonne wärmte die Badegäste am belebten Sandstrand. Jawohl, so sieht es aus. Das andere, eiskalte Sonne, gibt es einfach nicht. Gibt es nicht, ist ausgedacht von mir, weil eine Sonne nicht eiskalt sein kann, schon alleine, weil sie Licht abgibt, kann das Ganze nicht so sein. Weiter geht es zur nächsten Frage, ihr Lieben. So, wieder 2 Sätze, die ich euch gerne hier präsentieren möchte. Und hier haben wir einmal: Das feinkeramische Porzellan zerbrach sofort beim Aufprall auf den Fliesenboden. Na, feinkeramisches Porzellan? Na, oder ist es Nummer 2? Das elastische Porzellan zerbrach sofort beim Aufprall auf den Fliesenboden. Liebe Freunde, mitmachen jetzt hier. Wer weiß, was richtig ist? Wann lüge ich euch einfach ins Gesicht? Mit welcher Aussage? Was ist richtig? Feinkeramisches Porzellan oder ist es das elastische Porzellan? Wer weiß es? Und ihr könnt hier mit diesem Livestream wiederum euer Hörverstehen hiermit auf jeden Fall schulen und mir auch die Fragen eben beantworten. So wisst ihr auch, welche Adjektive was aussagen. Deren Bedeutung ist auch so wichtig in der deutschen Sprache, da sie uns natürlich die Eigenschaften der Nomen verraten, der Hauptwörter. Und die richtige Antwort kommt jetzt gleich nach 5 Sekunden, die ihr zur Bedenkzeit habt. So, ich bin gespannt, wer es weiß. Wer weiß, ob Porzellan feinkeramisch ist oder ist es elastisch? Na, wer weiß es? Und die richtige Antwort, ihr Lieben, ist natürlich: Das feinkeramische Porzellan zerbrach sofort beim Aufprall auf den Fliesenboden. Jawohl, so ist es richtig, das ist korrekt. Denn es gibt kein elastisches Porzellan. Ja, das würde nicht ganz funktionieren, wenn man da Flüssigkeit einfüllen will. Deswegen, das gibt es nicht, ja. Richtig so, sehr schön, wenn ihr euch das schon laut vorgesagt habt. Und weiter geht es auf unsere verdrehte Welt durch die Adjektive. Weiter geht es. Nächste ist: Das weiche Bügeleisen glättet die Falten im Hemd. Na, ein weiches Bügeleisen. So, für diese Aussagen muss man natürlich wissen, was bedeutet Bügeleisen. So sieht es aus. Ihr lernt also auch nebenbei noch ganz neue Vokabeln. Sehr schön. Und natürlich ebenfalls Adjektive und deren Bedeutung. Der zweite Satz ist: Das glühende Bügeleisen glättet die Falten im Hemd. Ist das richtig oder ist es das weiche Bügeleisen? Wer weiß es, der schreibe mir das gerne unten in den Chat, jawohl. Und auch im Urlaub kann man am Handy mitmachen. So, jetzt gibt es 5 Sekunden für euch, um euch hier zu überlegen: Weiches Bügeleisen oder glühendes Bügeleisen? Was ist wohl richtig? Ihr Lieben, und jetzt kommt die Lösung, damit ihr das auch versteht. Das weiche Bügeleisen existiert bitte nicht. Das gibt es nicht, weil es schon alleine aus Eisen ist. Das sagt schon fast das eigentliche Hauptwort aus. Eisen ist hart, ja.
Weiche Bügeleisen wären nicht in der Lage, ein Hemd zu glätten. Und die zweite Aussage ist, das glühende Bügeleisen. Aber ja, natürlich ist das richtig. Glühend heiß ist ein Bügeleisen. Das wissen die Damen wahrscheinlich sehr genau, wie heiß so ein Bügeleisen ist. Das glühende Bügeleisen. Jawohl, so sieht es aus, ihr Lieben. Das ist der korrekte Satz. Bitte unbedingt merken, es gibt kein weiches Bügeleisen, es gibt nur ein glühendes Bügeleisen. Richtig so, sehr schön. Und der nächste Satz kommt von unserer verdrehten Welt der Adjektive. Ein flüssiger Stein lag schwer auf dem staubigen Weg. Ist das richtig von der Aussage des Adjektives? Oder ist es die zweite Aussage, bitte? Ein tonnenschwerer Stein lag schwer auf dem staubigen Weg. Welche Aussage ist richtig, ihr Lieben? Jetzt hier mitmachen, den Kanal abonnieren, dann kann ich noch weitere Spielchen mit euch machen. Und ich habe bestimmt noch mehr Ideen, die euch sicherlich auch Spaß machen, den Fortgeschrittenen hier für die deutsche Sprache, den Lernenden und ebenfalls natürlich sehr gerne auch den Muttersprachlern. Seid alle dabei, abonniert, macht mit, dann mache ich euch demnächst noch mehr Quiz und ich glaube, ich habe da sehr viele Ideen. Was ist hier richtig, bitte? 5 Sekunden für euch bekommt ihr wiederum, um hier mir zu sagen, ob es einen flüssigen Stein gibt, ja, oder einen tonnenschweren Stein. Dafür muss man wissen, was die jeweiligen Adjektive aussagen. Und es ist natürlich nicht ein flüssiger Stein. Die erste Aussage ist falsch. Nicht merken unbedingt, ein flüssiger Stein, den gibt es nicht. Es ist ein tonnenschwerer Stein oder ein schwerer Stein. Ein tonnenschwerer Stein lag schwer auf dem staubigen Weg. So wäre es richtig, ihr Lieben. Sehr schön, wenn ihr das schon gesehen habt und vielleicht auch von draußen mitmacht. Dann geht aber her und sagt euch das bitte laut vor. Für die lieben Leute, die noch lernen, ist das auf jeden Fall eine gute Sache, um hier meine Aussprache zu kopieren und auch etwas mitzunehmen aus unserem kleinen Quiz hier. Weiter geht es. Sehr schön. Das nächste ist bitte, ich traue es mich gar nicht vorzulesen, der knusprige Nebel versperrt den Autofahrern die Sicht auf die Straße. Knuspriger Nebel? Was ist das? Dann der schwebende Nebel. Ist das richtig? Versperrt den Autofahrern die Sicht auf die Straße. Was ist hier wohl richtig, ihr Lieben? Knuspriger Nebel oder der schwebende Nebel? Was könnte hier richtig sein? Jetzt dabei sein hier unbedingt. Und wenn ihr noch am Anfang steht und euch gerade erst auf den Weg in die deutsche Sprache macht, dann hört euch einfach nur das gesprochene Wort an und wiederholt es immer wieder, wenn ich hier eine Lösung preisgebe. Und es gibt bitte keinen knusprigen Nebel. Nein, das ist natürlich nicht richtig. Es gibt zum Beispiel einen knusprigen Keks. Das ist ein Gebäck, aber es gibt keinen knusprigen Nebel. Das gibt es nicht. Ja, nein. Es gibt aber einen schwebenden Nebel. Der schwebende Nebel versperrt den Autofahrern die Sicht auf die Straße. Ja, natürlich. Weil es eine Wasseransammlung ist, eine Tröpfchenansammlung und die versperrt natürlich die Sicht, wenn die so knapp über dem Boden schwebt. Das ist richtig. Der schwebende Nebel, richtig, versperrt den Autofahrern die Sicht auf die Straße. Sehr schön, wenn ihr das schon gesagt habt. Weiter geht es zum nächsten. Wir haben noch ein paar. Und jetzt aber auch noch. Der geschwätzige Grabstein stand völlig still auf dem verlassenen Friedhof.
Oder ist richtig, der düstere oder düstere Grabstein stand völlig still auf dem verlassenen Friedhof? Und welches ist richtig? Antwort A oder Antwort B? Guten Abend, Gazi, ich grüße dich ganz lieb. Und hier ist einer meiner Abonnenten, der sich gerade einklingt hier in den Chat und der hat wohl noch keinen Urlaub oder er ist im Urlaub bei uns. Und was ist richtig? Der geschwätzige Grabstein? Ja, ist das so? Stand völlig still auf dem verlassenen Friedhof? Oder ist das der düstere Grabstein? Stand völlig still auf dem verlassenen Friedhof. Welches ist die richtige Antwort? Gazi, schreib's mir gerne unten in den Chat rein. Liebe Zuschauer, abonnieren, damit ihr mitmachen könnt. Und dann passt das hier. Ich gebe euch wiederum, so wie ihr das kennt, ihr Lieben, 5 Sekunden Zeit, um euch die richtige Antwort zu überlegen. Welches Adjektiv hat welche Bedeutung? Das ist genau der Sinn des Streams heute. Genau so sieht's aus. Und liebe Freunde, es gibt natürlich keinen geschwätzigen Grabstein. Sowas gibt es nur in meiner Fantasie. Das habe ich mir nur ausgedacht, ja? Der geschwätzige Grabstein, oh je, was hätte der zu erzählen? Gibt es bitte nicht. Das wäre ein Grabstein, der reden kann. So, Antwort 2. Der düstere Grabstein. Oh ja, auf einem Friedhof ist es meistens düster. Und der Grabstein ist ein düsterer Grabstein, der hier auf einem Grab steht und stand völlig still auf dem verlassenen Friedhof. Ego, ich grüße dich ebenfalls. Herzlich willkommen. Ich mache heute hier, Gazi, damit du es auch weißt, ein paar Sätze, verdrehte Adjektive, ihr Lieben. Schaut euch an, 2 Sätze sage ich euch immer jeweils, von dem nur einer richtig ist, weil das zweite Adjektiv eher meiner Idee entsprungen ist. Oder ich habe mir heute Morgen einen kleinen Spaß erlaubt und ihr könnt mir bitte sagen, was ist richtig? Gazi, schreib's mir rein. Gibt es einen geschwätzigen Grabstein oder einen düsteren Grabstein? Ihr Lieben, sagt's mir, schreibt's mir in den Chat rein. Hier sind schon ein paar Leute im Chat drin, das ist sehr schön. Und dann sage ich euch jetzt, ein geschwätziger Grabstein ist es natürlich nicht. Der Grabstein kann ja nicht reden, ja, sonst wäre er kein Grabstein. Und der zweite ist hier richtig, der düstere Grabstein ist richtig, jawohl. Auf einem Friedhof ist es dunkel, gar düster. Und deswegen ist hier der düstere Grabstein. Wir lernen hier, Gazi, deine Frage im Chat, wir lernen hier Adjektive, deren Bedeutung, Gazi. Immer aufpassen, ich lese 2 Sätze vor und nur einer von den beiden stimmt, weil das zweite Adjektiv jetzt hier nur von mir ausgedacht ist, ja, nicht richtig ist. Nur ein Satz ist richtig. Igor, du weißt es sicherlich auch, du kannst gerne, sehr gerne mitmachen. Schön, dass du auch da bist, Igor. So, der düstere Grabstein, haben wir gesagt, ist richtig. Düster kommt von dunkel. Düster, leicht unheimlich, das ist der Grabstein. Richtig so. Jetzt kommt das nächste, Gazi, jetzt schau genau hin. 2 Sätze kommen nun. Und ich lese beide Sätze vor und ihr könnt mir in den Chat reinschreiben, welches Adjektiv oder welcher Satz nicht richtig ist oder gar nur ausgedacht ist und welches richtig ist. Und hier haben wir: Die höfliche Lawine raste unaufhaltsam das steile Bergmassiv herunter. Gibt es eine höfliche Lawine? Und der zweite Satz ist: Die fächerförmige Lawine raste unaufhaltsam das steile Bergmassiv hinunter. Was ist hier richtig, Gazi? Welches ist hier bitte richtig? Bitte schreib in Deutsch weiter. Ich verstehe, dass du das gerade nicht verstehst, aber bitte, bitte schau dir das Adjektiv, ich habe es extra hier schon mal gekennzeichnet, damit man sehen kann, worauf ich hinaus will. Schau mal bitte, Igor, du verstehst das auch, ne? So,
Es ist natürlich, es gibt keine höfliche Lawine. Natürlich gibt es die nicht, die höfliche Lawine. Natürlich gibt es das nicht. Ja, das ist Schnee, der langsam aber sicher fächerförmig von einem Berg runterläuft und dann fällt und immer mehr wird. Das ist eine Lawine. Und eine höfliche Lawine gibt es gar nicht. Es gibt aber eine fächerförmige Lawine. Jawohl, neue Adjektive für meine lernenden Leute und auch neue Vokabeln. Lawine ebenfalls, ja? Es gibt also die fächerförmige Lawine, raste unaufhaltsam das steile Bergmassiv hinunter. Das wäre der richtige Satz hier, den wir hier haben und das richtige Adjektiv. Ja, das ist schon B2, richtig, B1, B2. Weiter geht es mit der nächsten Aussage, die ich hier habe. Einer der beiden Sätze ist immer falsch. Einer der beiden Sätze, so rum ist es richtig, ist falsch und einer ist richtig. Und die Adjektive lösen diesen Fehler aus. Jetzt kommt der nächste Satz, ihr Lieben. Der federleichte Amboss fiel mit einem lauten Knall auf den Werkstattboden. Was ist hier richtig? Der federleichte Amboss oder der gewaltige Amboss fiel mit einem lauten Knall auf den Werkstattboden. So sieht es. Und hier ist es der gewaltige Amboss und als erstes war es der federleichte Amboss. Ihr seht also an dem Adjektiv und an dem Nomen, an dem Hauptwort, worauf ich hinaus will. Ein Amboss ist ein, das sage ich euch jetzt, sehr schwerer Metallklotz, mit dem man etwas zerdrücken kann. Also etwas zerquetschen, ja, oder plätten kann man eher sagen. Genau. Und der ist natürlich nicht, ihr Lieben, federleicht. Natürlich nicht. Wenn dieser Amboss federleicht wäre und würde etwas glätten wollen, funktioniert das nicht. Er ist natürlich gewaltig, also sehr, sehr schwer. Der zweite Satz ist bitte richtig. Der gewaltige Amboss fiel mit einem lauten Knall auf den Werkstattboden. So ist es richtig, das ist richtig. Der federleichte Amboss, den gibt es bitte nicht. Der gewaltige oder der schwere Amboss, das gibt es bitte. Und weiter zum nächsten Satz, den wir hier haben. Und wir haben hier der nächste Satz. Ich traue mich, ihn gar nicht vorzulesen. Gibt es ein flauschiges Metallrohr? Ein flauschiges Metallrohr blockierte die gesamte Einfahrt. Gibt es ein flauschiges Metallrohr? Danach, der zweite Satz ist, ein kupferfarbenes Metallrohr blockierte die gesamte Einfahrt. Gibt es ein kupferfarbenes Metallrohr? Genau, dafür muss man wissen, welche Bedeutung hat das Adjektiv und welche Bedeutung hat das Nomen. Einmal haben wir ein Adjektiv flauschiges Metallrohr und einmal haben wir ein kupferfarbenes Metallrohr. Welches von beiden ist richtig, ihr Lieben? 5 Sekunden zur Überlegung habt ihr hier und dann sage ich euch, was richtig ist, ihr Lieben. Schreibt es mir in den Chat hier und abonniert den Kanal, damit wir noch weitere schöne, lustige Rätselspielchen hier machen können. Und die auch gerne, so ihr denn wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Für Anfänger kann ich auch einige Rätselspielchen machen. Und die sind dann natürlich etwas langsamer und einfacher für die Anfänger. So, Antwort bitte jetzt. Gibt es ein flauschiges Metallrohr? Nein, natürlich gibt es kein flauschiges Metallrohr. Es gibt ein flauschiges Kissen, ja. Und das zweite, ein kupferfarbenes Metallrohr.
Ja, kupferfarbenes Metallrohr, aber natürlich gibt es das, ja? Das ist ein leicht rötliches Metallrohr und es ist aus Kupfer und deswegen ist es hier ein kupferfarbenes Metallrohr. Der zweite Satz stimmt bitte. Der zweite Satz stimmt. Ein kupferfarbenes Metallrohr blockierte die gesamte Einfahrt. So ist es richtig, jawohl. Und wenn ihr, liebe Zuschauer, euch das laut vorsagen konntet, dann sagt es euch laut vor und die Lernenden, die schon Fortgeschrittenen sind, die bitte auch ganz laut eben vorsagen, zu Hause immer wieder wiederholen und die Muttersprachler, ich hoffe, euch gefällt es dennoch, auch wenn das hier ein Deutschlernkanal ist, macht einfach mit und ich komme bestimmt noch zu weiteren lustigen Lügen und Wahrheiten. Der nächste Satz kommt nun hier rein. Ei, jetzt aber. Ein quadratischer Fußball rollte langsam über den grünen Rasen. Ein quadratischer Fußball. Danach ein gigantischer Fußball rollte langsam über den grünen Rasen. Was ist hier bitte richtig? Und welches Adjektiv ist hier richtig? Was beschreibt unser Nomen richtig? Und liebe Freunde, ich gebe euch wiederum 5 Sekunden Zeit, damit ihr das euch überlegen könnt. Und abonniert den Kanal, dann kann ich weitere Spielchen mit euch hier planen. Und schreibt mir bitte unbedingt, und das ist mir wirklich sehr wichtig, unten in die Kommentare rein, wenn ihr so welche Spielchen auch für Anfänger haben möchtet. Auf Niveau A1, A2 kann ich gerne auch für euch fertigen. Heute machen wir hier B1, B2 bis Muttersprachler. Alle dabei sein, abonnieren, mitmachen. Und die Antwort 1. Wie soll denn bitte ein quadratischer Fußball über einen Platz rollen? Das geht natürlich nicht. Ein quadratischer Fußball, den gibt es nicht. Die Antwort, die zweite ist richtig. Ein gigantischer Fußball ist natürlich hier richtig, weil der Fußball rund ist, sonst wäre es kein Ball. Und deswegen rollt er auch aufgrund seiner Form über den gesamten grünen Rasen. Ja, Nummer 2 ist bitte richtig. Ein gigantischer Fußball. So sieht es aus, jawohl. Einen quadratischen Fußball gibt es nicht, unbedingt, ja? Sehr schön. Nächste kommt jetzt, ihr Lieben, wunderbar. Die nächste Aussage, die ich jetzt habe hier. Ja. Die pfeilschnelle Schnecke kroch mühsam über das feuchte Blatt. Oder ist es, die lahme Schnecke kroch mühsam über das feuchte Blatt? Welche Aussage, Igor? Sag es mir, ist richtig hier. Oder, liebe Zuschauer, ihr ebenfalls. Abonniert den Kanal, dann könnt ihr nach kurzer Zeit ebenfalls hier unten in den Chat reinschreiben, welches richtig ist, oder sagt es euch laut vor und dann habt ihr auch etwas davon. Die pfeilschnelle Schnecke. So, gibt es eine pfeilschnelle Schnecke? Tatsächlich? Oder ist es die lahme Schnecke? Welches der beiden ist richtig? Ich gebe euch wiederum 5 Sekunden Zeit, um das Ganze hier aufzulösen. Ja, die Lösung zu finden. Und es gibt natürlich, liebe Freunde, es gibt keine pfeilschnelle Schnecke. Schnecken sind von Natur aus langsame Tiere. Lahme Schnecke ist richtig. Eine oder die lahme Schnecke kroch mühsam über das feuchte Blatt. Richtig, Antwort B ist natürlich exakt richtig. So ist es richtig. Lahme, langsame Schnecke ist hier richtig, ihr Lieben. So sieht es aus, jawohl. Und die nächste. 2 Sätze, ihr Lieben. Es ist schwierig, das ist richtig, Igor. Schau dir das beim zweiten Mal nochmal an und dann wirst du schon deutlich besser und schneller alle Fragen beantworten können. Nächste kommt jetzt, Igor. Sehr schön. Jetzt kommt noch etwas. Der staubige Wasserfall stürzte lautstark die Klippe hinab. Richtig? Oder die zweite Aussage.
Der tosende Wasserfall stürzte lautstark die Klippe hinab. Welches der beiden ist richtig? Gibt es bitte einen staubigen Wasserfall oder gibt es einen tosenden Wasserfall? Und ja, ihr seht, wie wichtig es ist, dass man die Bezeichnung von Adjektiven weiß. Und auch immer wieder, das sage ich, obwohl das jetzt B1, B2-Niveau bis Muttersprachler ist es immer wichtig, dass Lernende neue Adjektive hinzulernen, neue Vokabeln dazu lernen. Das hier ist heute voll neuer Adjektive und neuer Vokabeln. Und es gibt bitte keinen staubigen Wasserfall. Nein, Wasser ist nicht trocken. Und staubiger Wasserfall müsste trocken sein dafür. Staubig gibt es bitte nicht mit dem Nomen zusammen Wasserfall. Das ist eher tosender Wasserfall. Tosender Wasserfall, laut fällt er die Klippe hinab. Das ist eher ein Wasserfall. Ganz viel Wasser, welches von einem Berg runter in ein Gewässer fällt. Deswegen heißt das Ganze tosend, weil wenn es runterfällt und aufschlägt, dieser Wasserfall, dann ist das Ganze sehr laut. Ja, wir haben die Niagara-Fälle hier. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal da wart. Sehr, sehr laut. Tosend laut. Richtig so. Und das nächste ist bitte, jetzt die schüchterne Alarmsirene. Gellte ohrenbetäubend durch die Fabrikhalle. So, und als zweiten Satz, die ohrenbetäubende Alarmsirene gellte ohrenbetäubend durch die Fabrikhalle. Welches ist wohl eher richtig? Der erste oder der zweite Satz? Die schüchterne Alarmsirene oder die ohrenbetäubende Alarmsirene? Wer weiß es? Schreibt's mir unten in den Chat rein oder auch hinterher unten in die Kommentare rein, wenn ihr das Rätsel lösen konntet oder wenn ihr Adjektive oder Nomen hier hört, die ihr zuvor noch nie gehört habt und diesmal dann hier mit lernen konntet. 5 Sekunden Zeit bekommt ihr wiederum von mir, damit ihr euch kurz überlegen könnt, gibt es die schüchterne Alarmsirene? Gibt es die ohrenbetäubende Alarmsirene? Und dafür muss man wissen, wie die Bedeutung beider Wortarten hier aussieht. Und ich sage euch die Lösung. Die schüchterne Alarmsirene gibt es natürlich nicht. Schüchtern, nein, ist keine Alarmsirene. Dann wäre es wohl falsch, dass sie eine Alarmsirene ist. Eine Alarmsirene möchte Aufmerksamkeit machen, um zum Beispiel auf einen Notfall hinzuweisen. Schüchtern gibt's da nicht. Sondern die muss ohrenbetäubend sein, eine Alarmsirene. Ohrenbetäubend laut muss die sein. Wie bei einem Krankenwagen. Ganz laut, dass man sich die Ohren zuhalten muss. Ohrenbetäubende Alarmsirene. So ist es richtig, jawohl, ihr Lieben, so gehört es. Und dann könnt ihr jetzt die nächste Aussage erwarten. Die nächste Aussage ist, die sengende Sonne blendet uns am wolkenlosen Nachmittagshimmel. Die sengende Sonne. Oder die zweite Sache ist, die unsichtbare Sonne blendete uns am wolkenlosen Nachmittagshimmel. Welche Aussage ist hier wohl richtig? Ja, ihr müsst die Bedeutung der Adjektive kennen, damit ihr diese Fragen beantworten könnt. Schaut euch bitte noch einmal danach diesen Livestream an, damit ihr danach mit eurer Fehlerquote deutlich besser unterwegs seid. Weil ich euch das jetzt gleich wieder als Lösung präsentiere, so wisst ihr, liebe Freunde, dass es eine sengende Sonne gibt. Jawohl, es gibt keine unsichtbare Sonne. Das gibt es nicht. Die sichtbare Sonne ist oben am Himmel und ihr könnt sie sehen, deswegen ist sie nicht unsichtbar. Aber sengend heiß ist sie hier.
Bei uns in Spanien ist sie sengend heiß. Die sengende Sonne blendete uns am wolkenlosen Nachmittagshimmel. Das ist bitte richtig. Und die unsichtbare Sonne gibt es nicht. Blendete uns am wolkenlosen Nachmittagshimmel. Wenn, dann kann man sagen, die Sonne. Es gibt keine unsichtbare Sonne, weil wir sehen die Sonne ja. So, ihr Lieben, weiter geht es. Die nächste Aussage, die ich für euch habe, ist, Achtung, der hölzerne Wind wehte spürbar durch die Baumkronen. Gibt es das? Ja? Oder ist es die zweite Aussage? Der auffrischende Wind wehte spürbar durch die Baumkronen. Welche Aussage, ihr Lieben, ist hier die richtige Aussage? Bitte kommt dazu, macht mit, schreibt mir unten in den Chat rein, was hier richtig ist. Der hölzerne Wind wehte spürbar durch die Baumkronen. Oder ist die Antwort 2 richtig? Der auffrischende Wind wehte spürbar durch die Baumkronen. Welches von beiden ist die richtige, Lieben? Und wir schauen uns das Ganze an. 5 Sekunden Zeit habt ihr wiederum zur Lösungsfindung. Und ja, ich werde hier auch die Lösung nicht verdecken. Also bitte lesen, damit ihr auch das, was ich dazu geschrieben habe, lesen könnt und versteht. Das ist nämlich dann in dem Fall nicht so schlimm, wenn man die Lösung hier ablesen kann. Für die Lernenden ist es durchaus gut, wenn man etwas versteht, was geschrieben steht. Und welche Antwort ist richtig, ihr Lieben? Die Antwort, die erste, der hölzerne Wind, existiert nicht. Es gibt keinen Wind aus Holz. Es gibt nur einen Wind, der auffrischt. Der auffrischende Wind ist hier richtig, wehte spürbar durch die Baumkronen. Das ist richtig, ihr Lieben. Die zweite Antwort ist richtig. Der auffrischende Wind, er kommt also wieder, der auffrischende Wind wehte spürbar durch die Baumkronen. Und ja, das ist richtig. Hölzerne Winde gibt es bitte nicht. Nicht richtig. Der auffrischende Wind ist hier exakt des Rätsels Lösung. Und hier unten habe ich euch noch ganz kurz hier aufgeschrieben zur Lösungsfindung. Für alle etwas einfacher. Auffrischen wäre ja normalerweise ein Verb und wir haben das jetzt ganz einfach mit dem Partizip 1, nur ganz kurz zur Grammatik, hier in ein Adjektiv verwandelt. Und deswegen kann man das hier auch so machen, dass man der auffrischende Wind hier als Adjektiv verwendet. Und das ist hier des Rätsels Lösung. Exakt richtig, ja? Die zweite Antwort ist richtig, ihr Lieben. So sieht es aus, jawohl. Und ich sehe niemanden einschreiben im Chat, bitte mitmachen, unbedingt hier abonnieren und in den Chat reinschreiben, was ihr für richtig befindet. Versucht's doch einfach, es tut nicht weh und keiner sagt euch, hey, das ist falsch, sondern wir schauen uns die Lösung dann gemeinsam an. Jetzt das nächste. Wir tranken an diesem Winternachmittag eine Tasse frostigen Eises. Ist das richtig? Oder ist es, wir tranken an diesem Winternachmittag eine Tasse heißen Eises? Was ist hier bitte richtig? Ist Eis warm oder heiß oder kalt? Was ist hier richtig? Frostig oder heiß ist das Eis? Welche Aussage stimmt hier bitte? Wir tranken an diesem Winternachmittag eine Tasse frostigen Eises. Oder ist es richtig, wir tranken an diesem Winternachmittag eine Tasse heißen Eises? So, wir schauen uns das an. 5 Sekunden habt ihr und dann werde ich euch zur Lösung verhelfen. Und die Lösung ist, na, könnt ihr sagen? Nicht ist es heißen Eises. Nein, die erste Antwort ist richtig. Wir tranken an diesem Winternachmittag eine Tasse
frostigen Eises. Das ist hier bitte richtig. So ist es richtig. Frost und Eis. Frost ist auch kalt, Eis ist auch kalt. Das andere ist einfach nur warm, gar heiß und das passt nicht zu Eis. Das passt leider nicht. Das wäre konträr dessen. So, und sagt euch laut vor, die richtige Lösung: Wir tranken an diesem Winternachmittag eine Tasse frostigen Eises. So sieht's aus. Hier, das ist richtig. Weiter so. Sehr schön, ihr Lieben. Und die nächste kommt jetzt hier. Wir schauen uns das Ganze an. Ein gefrorener Vulkan spuckte glühende Lava in die Luft. Ist das richtig? Oder ein majestätischer Vulkan spuckte glühende Lava in die Luft. Welches der beiden Sätze könnte man sagen und es wäre auch vom Sinn korrekt? Welches ist richtig? Welches Adjektiv haben wir hier? Welches sich in seiner Bedeutung hier für das Nomen richtig präsentiert? Vulkane, genau. Und einmal haben wir ein gefrorener Vulkan und wir haben einmal einen majestätischen Vulkan. Ein majestätischer Vulkan spuckte glühende Lava in die Luft. Ja, aber natürlich, das ist richtig. Die zweite Aussage ist richtig. Und ich habe noch hier richtig, Juan. Sehr schön. Herzlich willkommen, Juan. Ich freue mich, dass du da bist. Und ja, der majestätische Vulkan ist richtig. Man hätte auch sagen können, und ich wusste nicht, ob das dann doch zu schwer ist, dass man hier einen konischen Vulkan ebenfalls hätte hier erwähnen können. Ich wusste nicht, ob ihr das Wort kennt, deswegen habe ich es nicht gemacht. Juan ist richtig. Ein majestätischer Vulkan will sagen, es ist ein sehr großer, gigantischer Vulkan und das ist jetzt hier kein gefrorener Vulkan auf keinen Fall und hier ist es so. Genau. Und hier freut sich jemand. Juan, Dankeschön, ganz lieb von dir. Und ich kann es manchmal leider nicht mehr, da ich arbeite, Vollzeit berufstätig bin. Und hier müssen noch mehr Leute abonnieren, kommt hinzu dazu und liked hinter den Livestream, kommt dazu, damit ich dann hinterher, und das sage ich euch in aller Ehrlichkeit, meine Vollzeittätigkeit außer Haus beiseite legen kann und dann kann ich euch wieder des Öfteren hier auch Livestreams bieten, wenn das Ganze hier von YouTube dann ganz finanziert wird, kann ich euch weiterhelfen. Also, liebe Freunde, abonniert den Kanal, mitmachen, liken, der Algorithmus steht da so doll drauf, als dass ich dann hier meine Vollzeitarbeit außer Haus auch wieder niederlegen kann. Weiter geht es, ihr Lieben. Der majestätische Vulkan, richtig erkannt von Juan. Sehr schön hast du das gemacht. Ist richtig. Ja, jetzt kommt die nächste Frage oder Aussage, möchte ich sagen. Achtung, es wird nochmal ganz komisch gerade. Ein karierter Nebel legte sich am Morgen über die gesamte Stadt. Und dann haben wir ein bodennaher Nebel, legte sich am Morgen über die gesamte Stadt. Was ist richtig? Sehr schön, Juan. Und dadurch, dass ich weiß, dass du sicherlich auch Spanisch sprichst, kann ich das wirklich noch besser anerkennen, dass du das schon verstehst. Sehr schön, Juan. Und was haben wir? Ein karierter Nebel, ja, oder ein bodennaher Nebel. Ihr Lieben, welches ist die richtige Aussage? Und hier ist Nebel in der Frage, wird gerade gefragt, ganz genau, wir lernen auch neue Vokabeln mit diesem Livestream. Dankeschön, dass du fragst. Das sind im Prinzip, wenn man so möchte, kleine Ansammlungen von wolkenähnlichen Gebilden, die man hier auch zum Beispiel vor oder nach einem Gewitter hat. Und das sind ganz viele kleine Tröpfchen, sehr, sehr kleine, die dann so sind, dass man nicht mehr klar sehen kann. Das ist eine kleine Wolkenansammlung, die dann den Nebel mehr oder weniger, dass man nicht mehr durchgucken kann, hier, ja, und ich sage euch die Lösung.
bodennah sieht man den Nebel. Die kleinen Wolken, die normalerweise im Himmel sind, kommen runter und wir sehen nicht mehr viel. Schaut mal, ein bodennaher Nebel legte sich am Morgen über die gesamte Stadt. Kennt man, wenn man morgens früh rausgeht, ja? Das ist dann Nebel. Karierte Nebel gibt es bitte nicht. Es gibt ihn nicht, ja. Kariert wäre nicht möglich. Es gibt nur Nebel, der leicht weißlich ist, ja, weil diese kleinen Wassertröpfchen das Licht wieder reflektieren. Oh je, wenn ich euch das ganz genau erkläre. Wassertröpfchen. So sieht es aus, jawohl. Und bodennah heißt, dass der Nebel, diese kleine Wolkenansammlung, möchte ich es auch gerne benennen, unten über der Straße hergeht und man sieht nichts. Bodennah, Igor, sehr schön, hervorragend, so sieht es aus und genau so funktioniert es. Ja, jetzt versteht man, warum das Adjektiv hier in dem ersten Satz nicht zum zweiten passt. Ein karierter Nebel, das gibt es nicht. Es gibt nur bodennahen Nebel. Jawohl, die Wolken kommen runter. Ja? Ich weiß nicht, wie es heute ist. Bei uns war es heute so, dass der Nebel etwas weiter runter kam. Ja? Dafür war es dann auch nicht ganz so warm heute. So, nächste. Die fettarme Milch goss sich direkt in den morgendlichen Kaffee. Oder die zweite Aussage. Na, die holzige Milch goss sich direkt in den morgendlichen Kaffee. Was ist richtig, Igor, Juan, ihr wisst das? Ich weiß, dass ihr es wisst. Juan, du auf jeden Fall, Igor, du auch. Bodennah, genau. Ja, richtig. Und erstmal ist es, die fettarme Milch goss sich direkt in den morgendlichen Kaffee. Oder ist es die holzige Milch, goss sich direkt in den morgendlichen Kaffee. Juan, sensationell hier. So geht das, ja, mein Lieber. Richtig, aber natürlich ist es die fettarme Milch. So sieht es aus. Fettarme Milch. Holzige Milch? Nein, das gibt es auf gar keinen Fall und das möchte ich auch überhaupt nicht mir vorstellen, dass ich holzige Milch in der Tasse habe. Juan, sehr schön, wunderbar, korrekt. Die fettarme Milch goss sich direkt in den morgendlichen Kaffee. Fett und arm, so sieht's aus, zusammengesetzt. Fettarme Milch. Das E ist nur hinten dran, da es ja die Milch ist, ja? Richtig so, wir haben das dann richtig dekliniert. Fettarme, das E ist dann noch für die Milch, ja? Sehr schön, Juan, wunderbar. Und weiter geht es, sehr schön. Und Igor, du wusstest es auch, sag es mir, du wusstest es. Nächste Aussage. Na, ich bin gespannt. Eine wollige Flamme züngelt gemütlich im offenen Kamin. Oder ist es das Adjektiv, eine brennende Flamme züngelt gemütlich im offenen Kamin? Na, welches ist richtig, ihr Lieben? Sagt es mir. Wer es nicht weiß, wem es alles viel zu schnell ging, der schaue sich bitte später diesen Stream noch einmal an. Wenn ich diese beiden Aussagen verlesen habe, stoppt diesen Livestream ganz kurz, sagt euch laut vor, was richtig ist und wartet danach die Antwort wiederum ab und ich sage euch, ihr habt nicht mehr so viel falsch wie vielleicht gerade oder ihr wisst deutlich mehr. Jawohl, Juan, sensationell. Hier haben wir jemanden, der auch schon viel weiter ist. Ich bin begeistert, wirklich. Und Gazi, du weißt es auch. Eine wollige Flamme. Gibt es das? Eine wollige Flamme, ihr Lieben. Es gibt natürlich eine brennende Flamme. Und ja, brennen ist normalerweise ein Verb. Und richtig, was du jetzt hier gerade geschrieben hast, Juan, ich bin begeistert,
Du siehst das Partizip schon, du bist deutlich weiter und meine lieben Zuschauer sehen das sicherlich auch. Ja, brennende, und so habe ich dann aus dem Verb brennen ein Adjektiv mit diesem kleinen Anhängsel gemacht. Ja, ein Suffix habe ich hinten dran gesetzt. Brennende Igor, brennende Flamme, die brennende Kerze. Das ist exakt richtig, jawohl. Es gibt keine wollige Flamme. Es gibt vielleicht, ein wolliges Kissen oder einen wolligen Hund oder sonst etwas. Ja? Zügeln, frage ich hier, wird hier gerade gefragt, Juan ist schon sehr weit. Zügeln ist, wenn ich mich irgendwie zurückhalten muss. Ich zügel mich, etwas zu sagen, was sich nicht gebührt, möchte ich bald sagen, ja? Ich muss mich zurückhalten, weil ich das vielleicht nicht sagen darf oder nicht sagen möchte. Deswegen muss ich mich zügeln. Ein Pferd reitet man oder führt man am Zügel. Das wäre erstmal für das Tier. Also führe ich etwas und ich halte mich insofern zurück oder ich füge mich fast schon. Ich zügel mich, etwas zu sagen, was nicht richtig ist. Ich halte mich zurück. Das ist eher so zügeln. Ja? Ich hoffe, du verstehst das, Juan. Sehr schön. Also, eine brennende Flamme ist natürlich richtig, ihr Lieben. Ja klar, es gibt keine wohlige Flamme. Das haben wir noch nicht gesehen und das gibt es bitte nicht. Eine wollige Flamme. Ja gut, sehr schön. Eine brennende Flamme, natürlich. Eine brennende Kerze, Feuer brennt. Richtig so. Und die nächste Aussage, die wir hier haben, und jetzt kommt wieder etwas sehr Konträres. Das federleichte Bleigewicht zog die Angelschnur tief nach unten. Federleichtes Bleigewicht? Okay. Oder ist es das kompakte Bleigewicht? Zog die Angelschnur tief nach unten. Was ist hier richtig? Birki, ich begrüße dich ebenfalls herzlich. Sehr schön, mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch, Birki. Sehr schön, dass du da bist. Mach mit, schreib unten rein in den Chat bitte. Und dann, wenn euch das gefällt, abonniert bitte den Kanal. Und wenn ihr schon abonniert habt, macht mir ein Like hier in den Stream, damit ich euch auch Anfängerrätsel zum Beispiel machen kann. Damit ich weiß, dass euch das gefällt, dem Algorithmus das gefällt und ich wieder öfter welche Streams machen kann, damit ich dann hier auch wieder nur noch für YouTube arbeite. Ja, das ist das Ziel. So sieht's aus. Dann kann ich euch wieder besser helfen. Ich sehne mich nach dir, Birki. Das ist sehr lieb von dir. Und das ist wirklich ganz lieb. Und das nächste ist bitte, das federleichte Bleigewicht zog die Angelschnur tief nach unten. Ja, federleichtes Bleigewicht. Blei ist schwer und das ist kompakt. Ich liebe dich, meine Mejor-Lehrerin. Ach, guck mal, wie lieb. Birgi, danke schön, das ist so lieb von dir. Vielen herzlichen Dank. Sehr lieb von dir. Das kompakte Bleigewicht ist bitte richtig, ihr Lieben. Jawohl, es ist klein, es ist kompakt und in der deutschen Sprache ist Blei schon ein Ausdruck dafür, dass es sich um etwas Schweres handelt. Bleigewicht, ja, hat man unten an der Angelschnur, wirft man aus und dann sinkt das Blei ab, damit die Fische dann unter Wasser beißen können. Was bedeutet Bleigewicht? Bleigewicht ist ein kleines Teil einer Angel, welches an einer Angel ist para pescados, para cogerlos. Also, du kannst also Bleigewicht, es un peso. Das ist ein Gewicht, welches dann in das Wasser reinfällt. Mir has entendido. Genau, Juan, so sieht es aus. Das kompakte Bleigewicht ist hier richtig. Ja, ich spreche auch Spanisch, so sieht es aus. Ja, das ist gar kein Problem. Nur, Juan, das Problem ist, natürlich, ich kann das auch gerne machen, Juan. Bitte einfach liken hier unbedingt und mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Mach das bitte unbedingt, Juan.
Wir werden noch mehr Anhänger finden. Wenn ich das Ganze mal auf Spanisch und auf Deutsch machen soll, dann können wir das Ganze auch in Spanisch machen, so dass ich euch das Ganze in Spanisch erkläre und dann eben die Sachen, die wir lernen in deutscher Sprache hier präsentiere. Juan, bin ich gerne bei, schreib's mir unten in die Kommentare rein. Das liebt der Algorithmus und dann können wir das machen, ja? Also, das kompakte, das kleine Bleigewicht, ein schweres Gewicht, welches ins Wasser geworfen wird, um dort Fische mit zu angeln. So sieht's aus, ja? Das ist richtig, das kompakte Bleigewicht ist richtig. Federleichte Bleigewichte ist ein Gegensatz, gibt es nicht, ja? Federleicht wäre zu Blei konträr, gibt es nicht, ja? Genau, weiter geht es. Was haben wir hier? Was ist die neue Zeit zu lernen? Meine Lehrerin, gibt es un tiempo. Du musst dich bitte unbedingt auf eine Sprache einigen. Versuche es in Deutsch, Birki, da du ja auch noch etwas zu lernen hast. Aber ich kann heute einmal ganz kurz sagen, no es posible para siempre, para hacer ese tiempo todos los días, no es posible, ¿sabes por qué? El algoritmo no le gusta, eso es el problema y tengo bastante trabajo afuera de mi casa, ¿sabes? Y esto es, alguien tiene que pagarme y esto es el problema porque estoy trabajando afuera de la casa y ahora es el problema. Cuando tú estás, suscríbete y deja like y todo lo que sea, es mejor para el Algorithmus, ¿vale? Also, ich kann besser arbeiten, wenn ich hier Likes kriege, Abonnenten kriege und dann kann ich meine externe Arbeit einstellen, da ich natürlich, und das weiß jeder, auch arbeiten muss, um Geld zu verdienen, ihr Lieben. Das ist hier nicht alles umsonst. Auch meine lieben Spanier wollen Geld für jedes haben, was ich einkaufe. So, ahora, ya está. ¿Me has entendido? Wir haben keine richtige Zeit, ich kann es nur machen, wenn ich Zeit habe. So, das kompakte Bleigewicht. Así, el trabajo fuera no soy, ja. Okay, nächste ist, Achtung, ein gasförmiger Hammer schlug den eisernen Nagel tief in die Wand. Gasförmiger Hammer. Ja, und hier haben wir ein gehärteter Hammer schlug den eisernen Nagel tief in die Wand. Was ist hier richtig? Me has entendido muy bien. Y ahora, vale, escribas mir. Schreib mir bitte in den Chat, Birgi, welches ist richtig? Ein gasförmiger Hammer oder ein gehärteter Hammer? So, und ihr bekommt wieder von mir weiterhin 5 Sekunden Zeit, um euch die Antwort zu überlegen. Birgi, was ist richtig? Ein gasförmiger Hammer oder ein gehärteter Hammer? Was ist richtig, ihr Lieben? Schlug den eisernen Nagel tief in die Hand. Von hart, Juan. Jawohl. Verdad, es perfecto. Genau, Juan, sehr schön. Von hart. Gehärteter Hammer. Von hart. Richtig, Juan, sehr schön. Die Antwort, die zweite ist richtig. Ein gehärteter Hammer schlug den eisernen Nagel tief in die Wand. Gasförmig kann nicht sein. Danke. Jawohl. Gasförmiger Hammer. Den gibt es bitte nicht. No existe, ja? Gasförmiger Hammer ist nicht da. Ein gehärteter Hammer und gehärtet kommt tatsächlich von hart. Und hier ist es jetzt hier ein Adjektiv, welches perfekt dekliniert wurde für diese Antwort. Birgi, jawohl, so ist es richtig, jawohl. Ein gehärteter Hammer. Das ist richtig, ihr Lieben. So sieht's aus. Igor, ich glaub's nicht. Kann ich ja noch mal einen Applaus machen hier, meine lieben Freunde. Mensch, das ist ja super. Sehr schön. Igor, auch richtig. Und weiter geht es zum nächsten. Und jetzt haben wir noch das plätschernde Wasser floss ohne Unterbrechung durch das Bachbett.
Oder ist es die zweite Aussage, die hier richtig ist? Ja, dafür muss man wissen, was die Adjektive und die Nomen bedeuten. Zweite Aussage, das höfliche Wasser floss ohne Unterbrechung durch das Bachbett. Was ist hier bitte richtig? Und das ist im Niveau, Juan, kann ich dir sagen, B1 bis Muttersprache. Ja, das ist B1, B2 bis Muttersprachler, alles hier inklusive, dadurch, dass ich schon etwas schneller spreche. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare rein, wenn ihr das ist unbedingt wichtig, damit der Algorithmus meinen Kanal ein bisschen pusht, in den Kanal unten rein, in die Kommentare, wenn ihr das auch für Anfänger gebrauchen könnt, wenn ich euch damit auch helfen kann, wenn euch der Livestream gefällt, wenn hier euch alles gefällt im Kanal, ja, wäre mir auch am liebsten. So, gibt es bitte, das plätschernde Wasser floss ohne Unterbrechung durch das Bachbett oder ist es das höfliche Wasser floss ohne Unterbrechung durch das Bachbett? Was ist hier bitte richtig? Und Juan, Igor, du weißt es auch. Sehr interessant. Sehr schön. Was ist hier bitte richtig? Schreibt's mir rein bitte. Juan, du weißt es bestimmt. Gibt es einmal das plätschernde Wasser und gibt es einmal das höfliche Wasser? Was könnte sein? Ja, sag's mir. Er lacht schon. Juan, ja, sehr schön. Igor, Birgi. Was ist denn möglich für Wasser? Wasser ist höflich, kann das sein? Wasser kann plätschern? Na, so, ich möchte es gerne wissen und ich gebe euch wiederum 5 Sekunden Zeit und der Juan ist hier so richtig unterwegs, Juan, herrlich, ja, sehr schön. Plätschernde Wasser ist richtig, Juan, sehr schön aufgelöst, weil höflich können nur Menschen sein. So sieht es aus, ja? Richtig so, Juan, hast du gut gemacht und hier gebe ich noch einen Applaus für dich, für dich. Ja, weil es richtig ist, was du sagst. Ich bin einfach begeistert von plätscherndes Wasser. Leise vor sich hin plätscherndes Wasser. Ja, kann man hören, wie das Wasser fließt und das macht einen gewissen Ton und das ist plätscherndes Wasser. Höfliches Wasser gibt es bitte nicht. Höfliches Wasser ist nicht möglich. Sehr schön, weiter geht es. Und hier seht ihr nochmal ganz unten drunter und das möchte ich euch gerne sagen, damit ihr das hier eben auch später noch im Stream sehen könnt, dass ich aus einigen Verben hier ein Adjektiv machen musste und dessen bediene ich mich des Partizip 1, damit aus unserem kleinen Verb plätschern hier ein Adjektiv wird. Das plätschernde Wasser, das kann man sehr schön mit dem Partizip 1 machen und daraus mache ich mir dann ein Adjektiv. Das ist dann ganz einfach hier ein Eigenschaftswort geworden. Sehr schön, ihr Lieben. Weiter, wir schauen uns noch etwas an und hier haben wir eine Aussage. Wir saßen, Vergangenheit, am Ufer und beobachteten die brennenden Eiswürfel im Glas. Na, oder? Wir saßen am Ufer und beobachteten die schmelzenden Eiswürfel im Glas. Birgi, du bist besser, als du denkst, als du gerade preisgibst. Ja, Birgi, so geht das. Sehr schön, mein Guter. So, was ist bitte richtig? Die brennenden Eiswürfel oder ist es die schmelzenden Eiswürfel? Juan, du weißt es auch, Igor, du weißt es auch. Jawohl, Juan. Sehr schön schreibst du schon. Du bist genau auf dem Niveau, was ich hier unbedingt in diesem Livestream anspreche. Von daher, mach es bitte für die Anfänger ebenfalls unten in die Kommentare rein. Sehr schön, wunderbarer Livestream und ich möchte gerne auch noch für die Anfänger vielleicht etwas leichter auf A1, A2, B1 Niveau wäre für einige Anfänger sicherlich auch noch schön. Und Igor weiß es nicht. Igor, das macht nichts. Ich sag dir gleich die Lösung. Und dann kann ich gerne kurz vorlesen, was hier Juan gerade schon geschrieben hat. Er hat es natürlich wieder gewusst. Eis kann nicht brennend sein. Richtig, richtig. Juan, Eis brennt nicht
brennenden Eiswürfel gibt es nicht. Und hier gibt es den schmelzenden Eiswürfel. Der löst sich langsam aber sicher in der Flüssigkeit auf. Wenn ihr den hier schön im Glas habt, dann ist der Eiswürfel ganz schnell auf der Temperatur wie euer Getränk und dann schmilzt dieser Eiswürfel vor sich hin. Genau. Kann etwas wie Cubus de Hielo sein, exactamente. Es ist genau, Cubus de Hielo, es ist genau richtig. Hui, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht im Spanisch weitermache. Das ist exakt richtig, was du schreibst. Eiswürfel, Cubus de Hielo, ist richtig. Genau richtig. Und die zweite Antwort haben wir gesagt, schmelzende Eiswürfel, ist richtig. Dann haben wir, jetzt kommt es nochmal, der staubtrockene Ozean. So, er streckte sich bis weit hinter den Horizont. So wäre es richtig. Und dann haben wir hier der imposante Ozean. Er streckte sich bis weit hinter den Horizont. Gibt es auch ein schönes deutsches Verb für das Würfeln heißt? Würfeln. Würfeln ist schwer. Das würde ich jetzt, Dados, ja, das ist klar. Dados sind Würfel, das ist richtig, ja. Entschuldige, wenn ich dir das sage, Juan, du wirst wohl wissen, wie es auf Spanisch heißt. Dados ist richtig. Ein anderes Wort dafür wüsste ich jetzt direkt spontan nicht. Würfeln. Ja, nee, wüsste ich jetzt direkt nicht, müsste ich ehrlich gesagt auch schauen. Hier bekomme ich in den Chat reingeschrieben, Antwort 1 ist richtig. Der staubtrockene Ozean, liebe Freunde, und auch draußen hier die Zuschauer. Ich lese den Chat hier nebenbei mit, entschuldigt bitte. Ist die Antwort 1 richtig, der staubtrockene Ozean? Hier wird mir gerade in den Chat nämlich reingeschrieben. Erste Antwort ist richtig, staubtrocken ist der Ozean. Er streckte sich bis weit hinter den Horizont. Oder ist es der imposante Ozean? Er streckte sich bis weit hinter den Horizont. Juan no puede hablar en English. No es posible, ¿sabes? English no es mi idioma favorito. No, vale, no puedo. Mir fällt auch gerade nichts anderes ein. Würfeln, ja, würfeln, anderes Wort für würfeln auf Deutsch. Ja, lo siento. Englisch, nein. Kann ich nicht mehr mittlerweile. Ich lebe zu lange in Spanien. Ja, Juan, ich lebe hier schon sehr lange in Spanien. Und daraufhin, dass ich mich hier in diesem Land angepasst habe und alle hier nur Spanisch sprechen, hier spricht keiner Deutsch oder Englisch, ist das für mich mittlerweile, si no practicas, sabes, me olvidado todo. Imposante Ozean würde ich sagen. Jawohl, so sieht's aus und wieder richtig. Juan hat's gelöst, ich bin begeistert. Jawohl. Der imposante Ozean, der riesengroße Ozean. Ja, und nicht der Staubtrockner. Staubtrocken Wasser, das geht nicht. Ja, Wasser ist nass, das geht nicht. Ja, Wasser ist nass und der kann nicht staubtrocken sein. Richtig so. Die Aufgabe 2 war richtig, ihr Lieben. Der imposante Ozean. Er streckte sich bis weit hinter den Ozean. Die zweite ist richtig. Juan, richtig so, jawohl. Birgi, Antwort 1 ist leider falsch. Staubtrocken. Ist es, Birgi, wenn du deinen Staubsauger sauber machst, ja, dann ist es so, dass es staubtrocken ist da drin, weil da Staub, Polvo ist da drin, ja? Da ist Staub drin in dem Staubsauger, Aspirador hätte ich bald gesagt, in dem Staubsauger ist Staub drin und hier ist es dann staubtrocken und der Ozean ist Wasser. Das geht nicht, passt nicht. Nein, staubtrockene Ozean nicht. Es ist richtig der imposante Ozean, weil der so groß ist, dass man sagen kann, der imposante Ozean ist hier richtig. So, Gazi ist auch noch da. Gazi, sag mir bitte auch, ob du Spanisch sprichst. Schreib mir bitte alle Leute, die Spanisch sprechen, bitte unten rein in die Kommentare. Das wäre mir gerade ein besonderer Wunsch. Wenn ihr das Ganze auch mal in Spanisch-Deutsch haben möchtet, dann kann ich euch das gerne auch organisieren. Das ist mir einfach ein Fest
weil ich spreche Spanisch sowieso den ganzen Tag, dann können wir das schön hier kombinieren, damit auch alle schön mithören. Nur die anderen Länder wissen, wenn ich das in Spanisch ankündige, dass hier nur Spanisch und Deutsch gesprochen wird und die sind dann nicht ausgeschlossen. Das möchte ich gerade hiermit verhindern. Weiter geht's zur nächsten Aussage, die ich auch wiederum habe und sicherlich auch liebe. Die kristallklare Glasscheibe bot einen perfekten Blick in den Garten. Oder die zweite Aussage, die haarige Glasscheibe bot einen perfekten Blick in den Garten. Welches ist bitte richtig? Gibt es eine haarige oder eine kristallklare Glasscheibe, meine lieben Freunde? Einen muss ich mal eben. Ja. So, entschuldigt bitte, es ist sehr warm bei uns. Was ist hier richtig? Wir schauen mal, die kristallklare Glasscheibe bot einen perfekten Blick in den Garten. Würde das passen, wenn ich das äußere? Oder wäre es richtig, die haarige Glasscheibe bot einen perfekten Blick in den Garten? Welches ist wohl richtig, ihr Lieben? Und wieder bekommt ihr von mir hier 5 Sekunden Zeit. Und ich lese gerade, was hier geschrieben wird. Du kannst zum Beispiel Kleidung trocknen. Come che, no entiendo. Du kannst zum Beispiel trocknen. Ist das richtig? Du kannst zum Beispiel Kleidung trocknen. Seca la ropa, ja? Und was haben wir hier? Kleidung trocknen in der Sonne. Oh, jetzt muss eine Präposition und der Dativ ran. Ja, Kleidung trocknen in der Sonne. Das wäre dann nicht an die Sonne. Präposition in der Sonne. Tatsächlich musst du das Ganze dann noch drehen in den Dativ, damit das richtig ist, ja? Richtig konjugieren. So sieht's aus. Präposition in der Sonne kann ich Kleidung trocknen. Was haben wir hier? Kristall hat zu tun mit Glas. Richtig. Jawohl, ja, Kristall. Das sagen wir auch gerne für Glas hier. Die kristallklare Glasscheibe bot einen perfekten Blick in den Garten. Jawohl, so sieht's aus. Die haarige Glasscheibe, es gibt keine Glasscheibe, die haarig ist. Wie sähe das aus, wenn ich hier Haare drauf hätte auf einer Glasscheibe? Das ist ja nicht möglich. Sie ist kristallklar. Und die erste Antwort ist somit hier richtig. Die kristallklare Glasscheibe bot einen perfekten Blick in den Garten. Oder die haarige Glasscheibe ist nicht richtig. Bitte unbedingt. Die kristallklare Glasscheibe ist richtig. In der Sonne, ganz genau. Präposition in. Und daraus musst du dann aufgrund der Präposition jetzt hier oder der satzgrammatikalischen Stellung musst du dann ein Dativ rausmachen. Die Sonne wird zu der Sonne. Ja, Dativ, da schlägt er wieder zu. So, genau. Also, erste Antwort richtig. Richtig so gelöst, ihr Lieben. Und wer wusste es? Kristall, Igor wusste es ebenfalls. Und wen haben wir noch hier? Ja, Igor, sehr schön. Richtig so, mein Lieber. Igor war richtig unterwegs. So, noch eine Frage, ihr Lieben. Und das nächste ist bitte eine wollige Betonmauer trennte die beiden Grundstücke voneinander. Eine wollige oder eine wasserundurchlässige Betonmauer trennte die beiden Grundstücke voneinander. Und was sagt ihr? Was ist hier bitte die richtige Aussage? Eine wollige Betonmauer, so rum ist richtig, eine wollige Betonmauer oder eine wasserundurchlässige Betonmauer. Was ist das Richtige, Lieben? Jetzt einfach nur reinschreiben. Hier bitte abonnieren, in den Kanal reinkommen. Dann könnt ihr bei den Livestreams ebenfalls mit in den Chat reinschreiben, so wie es meine lieben Leute tun. Und ich kann euch dann auch bei einigen Dingen schon helfen. Und welche Antwort ist richtig, ihr Lieben? Und es gibt bitte keine wollige Betonmauer. Eine Betonmauer ist nicht wollig. Sie ist im Grunde hart,
also von festem Material, also nicht wollig, meistens auch schön glatt gespachtelt und sie ist dann auch im Ende, sollte sie sein, wasserundurchlässig. Sie lässt kein Wasser durch. Eine wasserundurchlässige Betonmauer trennte die beiden Grundstücke voneinander. Eine wollige Betonmauer, nicht möglich, ja. Wollig geht nicht, ja. So, nächstes, ihr Lieben. Ich weiß es nicht. Ja, nicht schlimm. Das weißt du beim nächsten Schauen von diesem Livestream. Probier es bitte aus, Juan. Ja, sag dir einfach ganz kurz die richtige Antwort. Beim zweiten Mal weißt du es schon. Und beim dritten Mal hast du es gelernt. Ja, selbst diese Sachen, die man nicht jeden Tag hört. Und die nächste kommt bitte. Der zuckersüße Essig verlieh dem Salat eine extrem saure Note. Einmal. Oder der antiseptische Essig verlieh dem Salat eine extrem saure Note. Welches ist richtig? Zuckersüßer Essig oder antiseptischer Essig? Na, Vinagres. Essig ist Vinagre, ja? Nur, dass ihr das wisst auch, Birki, du sprichst ja auch ein bisschen Spanisch. Vinagre ist hier gefragt. Ist dieser Essig zuckersüß oder antiseptisch? Wer sagt es, wer weiß es? Ihr Lieben, so. Und ich gebe euch wiederum 5 Sekunden Zeit, um euch das zu überlegen. Schaut bitte den Stream unbedingt das zweite Mal durch und macht selber den Text mit euch und guckt, ihr könnt das hinterher sofort beantworten, weil das sofort abgespeichert wird. Wenn ihr das zum 3. Mal durchschaut, meinetwegen auch morgen und dann einen Tag später noch einmal, alles komplett, könnt ihr sofort die Lösungen sagen, weil das sofort drin bleibt. Ja, richtig. Sehr schön und ich verstehe, warum du lachst. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, Juan? Antiseptisch, ja, wie unser heiß begehrte Knoblauch. Richtig so. Der zuckersüße Essig, den haben wir hier nicht. Nein, es gibt bitte hier keinen zuckersüßen Essig, der dann auch noch eine extrem saure Note dem Ganzen verleiht. Nein, haben wir nicht. Es gibt einen antiseptischen Essig, das ist eine Eigenschaft von Essig und diese antiseptische Note, ja, ist hier, die einen extrem sauren Geschmack unserem Salat oder der dazugehörigen Soße verleiht. Richtig so, der antiseptische, also keimreduzierende, ja tatsächlich ist es so, er ist etwas keimreduzierend. Tatsächlich ist es so, das ist wohl mit Knoblauch auch so und der Essig ist antiseptisch. Richtig so, ihr Lieben. Ja doch, es hat Sinn in der Hinsicht, dass der zuckersüße Essig nicht sinnvoll wäre. Richtig so, ihr Lieben. Safi, da haben wir noch jemand Neues. Der saure Essig wäre eine Möglichkeit. Safi, ich lese immer 2 Antworten vor und frage, welche Antwort kann sein und welche ist einfach meiner Fantasie entsprungen. Safi, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich. Sehr schön. Und noch einmal der saure Essig. Genau, der antiseptische, genau. Jetzt geht's weiter. Das letzte, unsere letzte Aussage, ihr Lieben, und dann machen wir für heute Feierabend. Der salzige Apfelbaum trug im Spätsommer süße Früchte. Na, oder ist es der sommergrüne Apfelbaum trug im Spätsommer süße Früchte? Was ist hier richtig? Safi, schön, dass du dabei bist. Freue ich mich sehr drüber. Ja, gerne. Ganz toll. Weißt du das auch schon bitte? Welche der beiden Fragen oder Aussagen ist richtig? Der salzige Apfelbaum trug im Spätsommer süße Früchte? Oder ist es der sommergrüne Apfelbaum trug im Spätsommer süße Früchte? Wer weiß es? Jawohl. Juan? Ja, das dachte ich mir, Juan. Wunderbar. Ich darf schon mal ganz kurz einen Applaus hier klar machen. Sehr schön. Wunderbar. So, liebe Zuschauer und auch liebe weitere Zugehende, ich sage euch, was richtig ist. Safi,
Der sommergrüne Apfelbaum. Jawohl, Juan, richtig so. Der sommergrüne. Der salzige Apfelbaum, den gibt es nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Und schon gar nicht trägt der süße Früchte. So, lese ich nochmal vor. Der salzige Apfelbaum trug, Vergangenheit, im Spätsommer süße Früchte. Ja, und nochmal, der sommergrüne Apfelbaum trug im Spätsommer süße Früchte. Das passt miteinander. Süße Apfelbaum, ja, könnte man vielleicht so interpretieren, Safi. Ja, sehr schön, ihr Lieben. Das ist es für uns. Wer weiß hier alle Lösungen beim zweiten Durchgang und dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Wenn euch der Livestream hier gefallen hat, wenn ihr das Ganze auch nochmal gerne leichter haben möchtet, für Anfänger, für A1 bis B1 meinetwegen, oder in der spanischen Sprache, Spanisch-Deutsch gemischt, könnte ich euch auch anbieten. Ihr müsst es mir nur bitte unten reinschreiben in die Kommentare und liked diesen Stream, damit ich euch da mehr von machen kann. Und abonniert diesen Kanal ebenfalls. Und was haben wir hier noch? Juan schreibt mir, gibt es keinen salzigen Baum. Salzigen Baum, keinen salzigen Baum auf der Welt. Das ist ganz normal, Juan, mach dir keine Sorgen, ja? Salzige müsstest du dann bitte deklinieren, keinen salzigen, das ist dann Deklination, ja? Baum auf der Welt, kein Akkusativ, bitte, Dativ ist das bitte, ja? Juan? Okay. Welches Niveau ist das hier? Das war das Niveau B1 bis Muttersprachler. Hier kann jeder mitmachen, der schon etwas mehr weiß. Und wir können das sehen, der Juan weiß definitiv auch schon mehr. Igor wusste mehr. Safi ist auch schon fast im Bilde, denke ich mir. Er oder sie hat auch schon schön geantwortet. Und dann schreibt mir, wie gesagt, unten in die Kommentare, like diesen Stream, ganz, ganz wichtig, damit der Algorithmus diesen Kanal noch etwas pusht und ich wieder an die YouTube-Front richtig schön herankomme und euch öfter wieder Livestreams geben kann. Mehr Abonnenten, mehr Viewzeit, mehr Likes und der Algorithmus pusht das Ganze und ich kann meine Arbeit draußen wieder etwas weniger gar aufhören, weniger werden lassen und dann kann ich hier wieder öfter mal einen Livestream machen. Ja, das muss ich so ehrlich sagen, wie es ist, denn Geld verdienen muss ich auch, weil das alles hinter mir wird auch alles bezahlt und will bezahlt werden. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr so schön dabei wart und freue mich wirklich sehr. Juan, sehr schön. Birki, sehr schön. Safi, ich begrüße dich und freue mich sehr, dass du ebenfalls dabei bist. Bleib bitte dabei, es wird noch mehr geben. Ich werde ebenfalls Anfängervideos machen, wenn ihr diesen Stream zu schwer fandet. Schaut euch bitte meine Videos. Ich habe gerade erst eine Anfängerreihe angefangen mit meinen Videos. Keine Livestreams, sondern Videos. Schaut die euch bitte an und nur wenn ihr die schon auswendig sagen könnt, seid ihr schon etwas gehobener unterwegs. Ich werde euch weitere Anfängervideos machen und euch dann hinterher mit den Livestreams dort auch abholen. Ich danke euch, schreibt mir rein, wenn ihr das auch in Spanisch haben wollt. Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Spanisch, Deutsch kann ich euch anbieten oder auch ein niedrigeres Niveau. Ich danke euch und wünsche euch allen einen super wunderschönen Abend. Gehabt euch alle wohl und wir sehen uns wieder. Und für alle Spanier, hasta luego, nos vemos, hasta luego, adios. Auf Wiedersehen, ihr Lieben, macht's gut, Dankeschön, Wiedersehen, like nicht.